Lila und Lenny, das Geheimnis der glühenden Blätter. Es war ein warmer Herbsttag im Wald, als Lila, die neugierige kleine Fledermaus, und Lenny, der kluge Waschbär, ein ungewöhnliches Phänomen bemerkten. Die Blätter der Bäume begannen in den schönsten Farben zu leuchten. Rot, Gelb, Orange und sogar ein geheimnisvolles Glühen erfüllte den Wald. Es war, als ob der gesamte Wald in ein zauberhaftes Feuerwerk getaucht worden wäre. Die beiden Freunde saßen auf einem Ast und beobachteten fasziniert das leuchtende Schauspiel. Lila flatterte aufgeregt mit ihren kleinen Flügeln, während Lenny mit seinen klugen Augen versuchte, das Geheimnis zu ergründen. »Das habe ich noch nie gesehen, Lenny.« »Was könnte das sein?« fragte Lila voller Neugier. Lenny kratzte sich nachdenklich am Kopf und antwortete, »Ich weiß es nicht, Lila. Aber wir sollten dem Geheimnis auf den Grund gehen.« Entschlossen folgten die beiden dem leuchtenden Laub, das wie glühende Sterne vom Himmel fiel. Sie wanderten tief in den Wald hinein, immer weiter und tiefer, bis sie schließlich zu einer geheimnisvollen Lichtung gelangten. Dort stand ein beeindruckender Baum, viel älter und größer als alle anderen im Wald. Seine Wurzeln erstreckten sich tief in die Erde, und seine Äste berührten den Himmel. »Schau, Lila, dieser Baum muss etwas mit dem leuchtenden Laub zu tun haben«, sagte Lenny und deutete auf den mächtigen Baum. Die beiden Freunde betraten vorsichtig die Lichtung und näherten sich dem alten Baum. In seiner Mitte fanden sie eine Höhle, die von glühenden Blättern umrahmt war. Die Höhle strahlte eine seltsame, beruhigende Wärme aus. Mutig traten Lila und Lenny in die Höhle und staunten über das, was sie fanden. In der Mitte des Raumes lag ein uraltes Buch mit vergilbten Seiten. Es war von den Wächtern des Waldes, den alten Eulen, bewacht worden. Das Buch erzählte von den Geheimnissen des Waldes, von seiner Magie und seiner Schönheit. Es sprach von der Verantwortung der Tiere des Waldes, diese Schätze zu schützen und zu bewahren. Lila und Lenny verstanden die Botschaft des Buches. Sie beschlossen, die Tiere des Waldes zu versammeln und die Magie des Waldes zu bewahren. Sie organisierten ein großes Fest, zu dem Tiere aus allen Teilen des Waldes kamen. Gemeinsam sangen sie Lieder, tanzten um das glühende Blätterfeuer und versprachen, die Natur zu schützen. Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Wald, und die Tiere versammelten sich, um die Magie des Waldes zu feiern und zu bewahren. Mit der Zeit kehrte die Ruhe in den Wald zurück, aber das leuchtende Laub blieb als Erinnerung an das Abenteuer von Lila und Lenny. Der Wald war im Einklang, und die Tiere wussten nun, dass es ihre Aufgabe war, die Magie und Schönheit der Natur zu bewahren. Lila und Lenny hatten die Bedeutung des Waldes und seiner Magie verstanden. Ihr Abenteuer hatte sie noch enger an den Wald gebunden, und sie wurden zu den Beschützern seiner Geheimnisse. Gemeinsam mit den anderen Tieren des Waldes setzten sie sich aktiv für den Erhalt der Natur ein. Sie organisierten regelmäßige Aufräumaktionen im Wald, bei denen sie Müll sammelten und recycelten. Sie pflanzten neue Bäume und Blumen, um die Schönheit des Waldes zu bewahren und die Lebensräume der Tiere zu schützen. Lila und Lenny führten auch Umweltaufklärungskampagnen für die jüngeren Tiere durch, um ihnen die Wichtigkeit des Naturschutzes nahezubringen. Sie erzählten Geschichten von ihren Abenteuern und von der Zeit, als sie das Geheimnis der glühenden Blätter entdeckt hatten. Im Laufe der Jahre wurde der Wald zu einem noch magischeren Ort. Die Bäume waren höher, die Blumen bunter und die Tiere glücklicher. Die Legende von Lila und Lenny und ihrem Abenteuer wurde zu einem festen Bestandteil der Waldgeschichte. Eines Tages, als Lila und Lenny bereits alt und weise waren, erschien ein neues Tier im Wald. Es war ein junges Eichhörnchen namens Emma. Sie war neugierig und voller Energie und wollte mehr über den Wald und seine Geheimnisse erfahren. Lila und Lenny lächelten, als sie Emma trafen. Sie wussten, dass die Zeit gekommen war, eine neue Generation von Beschützern des Waldes auszubilden. Sie nahmen Emma unter ihre Fittiche und begannen, ihr die Schätze und Geheimnisse des Waldes zu zeigen. Gemeinsam setzten sie die Arbeit fort, die vor vielen Jahren begonnen hatte.
Sie bewahrten das Geheimnis der glühenden Blätter und die Magie des Waldes, und sie gaben die Legende von Lila und Lenny an Emma und die kommenden Generationen weiter. Die Jahre vergingen, und Emma wuchs heran, stets begleitet von Lila und Lenny. Die drei entwickelten eine besondere Bindung zueinander, die auf gegenseitigem Respekt und der Liebe zur Natur basierte. Eines Tages, als der Wald in voller Blüte stand, entdeckten sie ein weiteres Geheimnis. Während eines Spaziergangs stolperte Emma über einen seltsamen Stein. Dieser Stein war anders als alles, was sie je gesehen hatte. Er leuchtete in einem geheimnisvollen Blau und war von winzigen, leuchtenden Symbolen bedeckt. Lila, Lenny und Emma untersuchten den Stein genauer. Sie erkannten, dass er ein uraltes Relikt sein musste, das tief in der Geschichte des Waldes verwurzelt war. Die Symbole auf dem Stein schienen eine Karte zu sein, die zu einem noch größeren Geheimnis führte. Entschlossen, das Rätsel zu lösen, begaben sie sich auf eine neue Reise. Diesmal führte sie die Karte zu den ältesten Bäumen im Wald, den Wächtern der Geschichte. Diese uralten Baumpersönlichkeiten erzählten ihnen von einer alten Legende. Die Legende besagte, dass vor langer Zeit ein mächtiger Schatz im Herzen des Waldes versteckt worden war. Ein Schatz, der die Magie des Waldes selbst verstärken konnte. Dieser Schatz war in Vergessenheit geraten, und nur diejenigen, die den Wald liebten und beschützten, konnten ihn finden. Lila, Lenny und Emma fühlten sich geehrt, dass sie auserwählt worden waren, um den Schatz zu suchen. Sie folgten den Hinweisen der Bäume, durchquerten Bäche und kletterten auf Berge. Der Wald schien ihnen zu helfen, als würden seine Geister sie führen. Schließlich erreichten sie eine Lichtung, die von funkelnden Kristallen bedeckt war. In der Mitte der Lichtung befand sich ein uralter Baum, dessen Wurzeln bis ins Herz des Schatzes reichten. In einer Höhle unter dem Baum fanden sie, was sie gesucht hatten. Es war eine Blume, leuchtend und von unbeschreiblicher Schönheit. Die Blume war das Herz des Schatzes, die Verkörperung der Waldmagie. Sie strahlte ein beruhigendes, helles Licht aus, das den gesamten Wald erfüllte. Lila, Lenny und Emma verstanden, dass der Schatz des Waldes nicht aus Gold oder Juwelen bestand, sondern aus der Liebe und dem Respekt für die Natur. Die Blume war ein Symbol für die Verbindung zwischen Mensch und Natur, die für immer bewahrt werden musste. Sie versprachen, den Schatz zu schützen und die Magie des Waldes weiterzutragen. Von diesem Tag an blühte der Wald noch prächtiger, und die Tiere und Pflanzen gediehen in Harmonie. Die Geschichte von Lila, Lenny und Emma wurde zu einer Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Sie erinnerte daran, dass der wahre Schatz des Lebens in der Liebe zur Natur und im Schutz unserer Umwelt liegt. Die Freundschaft zwischen Lila, Lenny und Emma wurde immer tiefer. Sie verbrachten unzählige Stunden im Wald, entdeckten neue Geheimnisse und halfen den Tieren und Pflanzen, wenn sie in Not waren. Gemeinsam lernten sie die Sprache des Waldes zu verstehen, das leise Flüstern der Blätter, das Rascheln der Tiere und das Murmeln der Bäche. Eines Tages, als der Herbst den Wald mit einem bunten Mantel aus Blättern bedeckte, stießen sie auf eine verletzte Eule. Ihr Flügel war gebrochen, und sie konnte nicht mehr fliegen. Lila, Lenny und Emma zögerten nicht, ihr zu helfen. Sie bauten vorsichtig eine kleine Unterschlupfhütte für die Eule und fütterten sie, bis sie wieder gesund war. Die Eule, die sich Luna nannte, erzählte ihnen von einem uralten Waldgeheimnis. Tief im Wald, sagte sie, gibt es einen verborgenen Teich, in dem sich das klare Wasser in der Dämmerung golden färbt. Dieser Teich soll Wünsche erfüllen, aber nur diejenigen, die im Einklang mit der Natur leben, können von ihm profitieren. Lila, Lenny und Emma beschlossen, den Teich zu finden und einen Wunsch zu äußern, der dem Wald zugutekommen würde. Gemeinsam mit Luna, die ihre treue Begleiterin wurde, brachen sie auf. Sie durchquerten dichte Unterholze, folgten dem Flüstern des Windes und lauschten den Geschichten der Bäume. Schließlich erreichten sie den geheimnisvollen Teich. Das Wasser schimmerte tatsächlich golden in der Dämmerung. Lila, Lenny und Emma senkten vorsichtig ihre Hände ins Wasser und schlossen die Augen.
Sie wünschten sich, dass der Wald für immer geschützt und bewahrt bleibe, dass die Tiere und Pflanzen in Frieden leben könnten und dass die Menschen die Schönheit und Wichtigkeit der Natur erkennen würden. Als sie die Augen öffneten, fühlten sie eine tiefe Verbundenheit mit dem Wald und wussten, dass ihr Wunsch in Erfüllung gegangen war. Sie kehrten zurück, mit dem Wissen, dass sie die Bewahrer des Waldes waren und dass sie die Botschafter zwischen Mensch und Natur sein würden. Die Abenteuer von Lila, Lenny, Emma und Luna im Wald waren unzählig, aber sie alle drehten sich um die Liebe zur Natur und die Verantwortung, sie zu schützen. Und so lebten sie glücklich und zufrieden, in Harmonie mit dem Wald, für den Rest ihres Lebens. Die Enden unserer Geschichten sind immer nur der Anfang neuer Abenteuer. Und so wird auch die Geschichte von Lila und ihren Freunden im Wald niemals enden, denn die Verbindung zur Natur ist zeitlos und ewig.